Is de versleinen Bücher auf Jiddisch? Ich euch. Aber wieso gefindest du Bücher auf Jiddisch? Und wo kannst du sie kaufen? Nu, komm mit mir, will ich dir weisen. Okay, ich gehe dir weisen 3 Webörter, wo man kann kaufen jiddische Bücher. Für die neue chassidische Bücher, shopeichler's.com. Für neue weltliche Bücher, onlianski.com. Und für die alten Bücher, jiddishbookcenter.org. Und es sind voran eine Sache andere Webörter, wo man kann kaufen jiddische Bücher. Aber heute will ich dir weisen bloß 3 von sie. Nochmal anheben mit Eichlers. Es ist da ein Mythos, öfter hast du es allein gehört, was Jiddisch soll sein eine teute Sprache, was man schreibt nicht keine jiddische Bücher, was man geht nicht raus keine jiddische Bücher, was man kauft man nicht keine jiddische Bücher, und das ist ein Mythos. Der Emes ist, man schreibt und man schreibt und man schreibt und man schreibt und man schreibt, es ist so viel neue jiddische Literatur und Srov von den heutigen jiddischen Büchern kommen raus von der chassidischen Welt. Lassen wir gucken auf shopeichler's.com. Eichlers ist sehr bekannter jüdischer Bücherkram in Brooklyn. Und so von was sie verkaufen ist nicht auf Jiddisch, aber sie haben ja eine Sache, was ist auf Jiddisch. Wie soll finden man das? Welche Weisen? Lassen wir gehen darauf, als wir gehen zu shopeichler's.com, wir können gehen einkaufen, Leuten Abteil. Und es ist Tage da ein Abteil, was ist gewidmet, die jiddische Bücher. Das lassen wir quetschen auf Jiddisch. Und wie du kannst sehen, sind da viele noch Abteilen für jiddische Comicsbücher, jiddische Musser, jiddische Kinderbücher, jiddische Romanen. Es ist da Halacha und Chassidus und Biografien. Es ist da eine Sache auf Jiddisch. Ich will anheben mit den jiddischen Comicsbüchern. Hast du gewusst, als es sind voran jiddische Comicsbücher? Öfter hast du nicht gewusst, als man macht Tage Comicsbücher auf Jiddisch und darf in der chassidischen Welt. Und wie du kannst sehen, sind so die Tage voran als Sache jiddische Comicsbücher. 7 Seiten da bei Eichlers ist, ob du willst lernen, jiddische Comicsbücher. Ich habe nicht gelernt, keine Sache von sie, aber ich habe ja gelernt Spieglitzki. Ich kann rekommendieren Spieglitzki. Es sind da 5 Bände. Spieglitzki ist eine Serie Comicsbücher wegen einer Sprache mit Namen Spieglitzki, weil das, was man tut in die Bücher, in die meistens, das spiegelt ab das Leben. Es ist sehr geinigdig, es ist sehr komisch, sehr klug. Und ob du bist ein Anheber oder ein Mittler, du kannst es lernen. Ob du willst etwas, was ist ein bisschen mehr chassidisch, was Spieglitzki ist wegen einer chassidischen Sprache, aber es ist nicht so religiös. Ob du willst etwas, was ist davke chassidisch, ich kann rekommendieren, etwas, was ich habe ja gelernt, ist, wo ist der Code von der Heilige Tag? Oh, da ist der Code von der Heilige Tag. Okay, das ist ein meiste Comicsbücher, wie du kannst sehen, mit Piraten, mit Oizres, mit Aventures, $19, und das ist durch und durch chassidisch. Okay, lassen wir suchen weiter. Lassen wir gehen zurück zu Yiddish bei Eichlers. Lassen wir gucken auf die jiddische Kinderbücher. Ob du bist ein Anheber oder ein Mittler und du willst etwas, was ist ein bisschen paschter, ich rekommendiere die Bücher wegen Malkin Yossel. Das ist eine Serie mit 22 Büchern. Wir haben daheim alle 22, wir sind der heiße Chassidim von Malkin Yossel. Das ist eine Serie Brettelbücher wegen einer Schwester und einem Bruder, Malkin Yossel, was verbringen zusammen. Sie gehen zum Doktor, sie gehen in den Park, sie gehen einkaufen. Malki geht in Shuli, Yossel geht in Cheder, und es ist sehr, sehr geinigdig. Und das ist geschrieben auf chassidisch Jiddisch.
ist die Grammatik wird ein bisschen anders wie יידיש, wie klar יידיש. Und es hat die Nekudes, was man sieht nicht in die klar Jiddische Bücher. Ist das sehr geinftig. Ich rekommendiere euch die meistens wegen Sorle und Esti und euch will etwas, was ist gar interessant. Ich rekommendiere Shuli und begreifen. Es sind auch Sachseries wegen ein Kind mit Namen Hershey. Hershey lernt sich stark und Hershey lernt sich Acht geben. Ich will rekommendieren Shuli und begreifen. Es ist sehr interessant. Und die Bücher in der Serie lernen uns, wie Säume macht verschiedene Sachen. Zum Beispiel, von wann kommt Wein? Von wann kommt Milch? Wie Säume macht man Schemen Seis, Elbeertenbäume. Ob man will etwas, was ist dafke religiös, das ist wegen wie Säume macht. Wie Säume schreibt, Sifrei Teure und Mezuzahs und Tefillin. Es ist da sehr ein dicker Witz. Wertespiel im Buch, Herrschi sagt, was? Das ist Stamm-Text. Und man sagt, nein, es ist nicht Stamm-Text. Stamm ist Rashi Tevis. Es ist sehr komisch. Ist gut. Ist, wie du kannst sehen, sind da eine Sache neue Romanen auf Yiddish und es ist da ein Loch auf Yiddish. Aber ich will gehen weiter. Lass mich gucken auf Onyanski Text. Weil, wie ich habe gesagt, es ist da ein Mythos, was man schreibt, man nicht kein Bücher auf Yiddish und das ist nicht alles, wie ich habe das schon gewesen, sind da eine Sache neue jiddische Bücher, was kommen raus von der chassidischen Welt, aber es ist dann noch ein Mythos, was die heutigen jiddische Bücher kommen bloß von der chassidischen Welt. Es ist da ein Mythos, was man schreibt, man nicht kein weltliche jiddische Bücher. Das ist euch ein Mythos. Aber da schreibt man, es sagt jiddische Bücher, sei chassidische Bücher, sei weltliche Bücher. Onyanski Text ist basiert in Schweden, wo Yiddish ist eine Minoritätensprache. Das ist sehr interessant, weil ich mache noch ein Video wegen dem. Aber für jetzt, lassen wir gucken auf der Etsy-Seite. Da bestell jetzt. Und da ist der Kreml auf Etsy, wo man kann kaufen, zum Beispiel eine jiddische Übersetzung von dem ersten Harry Potter Buch. Man kann kaufen, wo ist der Hobbit? Ist der Hobbit nicht da? Modne. Sie haben euch rausgegeben eine Übersetzung von dem Hobbit. Aber da kann man kaufen, darf gewaltige Kinderbücher. Eine Reise mit der Maschine, was fort in jeder Ort. Und man hat Takellieb Faktasie, ist da ein bisschen jiddische Faktasies. Das habe ich nicht gelernt, aber wenn man hat Faktasie, wenn man hat lieb Faktasie, ist da 11 Faktasien meistens geschrieben von Velvo Czerninnen und illustriert von Rosa Strokova. Ist 280 Seiten. Und es sind da Bücher, was sind sehr, sehr poschet für die Pitzlich Kinderlach, wie zum Beispiel die Fruchten. Die Fruchten ist sehr, sehr einfach. Oh, es ist sehr poschet. Bloß ein Wort auf jeden Ort. Weintraub, Banane. Und das ist sehr gut. Man kann zählen die Fruchten und man kann beschreiben die Kollieren und die Formen. Und man will, das ist sehr gut für Anhebers. Und das ist eine kurze Erzählung für Chaneke, Schleumel, Bäumel mit einem maseldicken Dreidel von J.L. Strom. Da kann man kaufen, und es sind auch andere Webseiten, wo man kann kaufen neue weltliche jiddische Kinderbücher. Aber das rekommendiere ich. Und wenn man will kaufen, man kann kaufen 5 zusammen. Da hat man die Fruchten, der Talmud Chacham und der Ganef. Rum der Welt mit Alphen Base ist sehr geinftig. Ich weiß nicht, für was nicht alle von seinen Büchern seien da auf der Etsy Seite, weil sie haben rausgegeben sehr schöne Bücher. Lass mich gehen zu Bücher.
da ist der Hobbit auf Yiddish, Katalog, die Anatomie mit Aleph und Beis. Das ist sehr ein fein Buch wegen der Anatomie. Und von dem Buch kann man lernen, wie soll zu reden wegen dem Augenäppel und wegen die alle Teilen von dem Goof. Der Chronik der Kosmonaut ist sehr geinigdig. Es ist Fantasie und auch da fantastisch. Das ist ein Büchel wegen fantastische Beschäftigungen, Fantasiebeschäftigungen. Eine Sache Bücher da. Okay, jetzt lassen wir gehen weiter. Lass mir sagen, dass du willst nicht lernen die neue Bücher. Lass mir sagen, dass du willst lernen die alte Bücher von die, was von mit 100 Jahren zurück oder mit 50 Jahren zurück, geht man zu yiddishbookcenter.org. Der Jiddische Büchercenter ist eine sehr wichtige Organisation, was ist basiert in Amherst, Massachusetts. Und dort habe ich Tage angehoben, sich lernen Jiddisch zum ersten Mal im Jahr 2009. Aber das ist sehr, sehr nützlich. Wir können finden da jiddische Kinderbücher, Jiskerbücher, Audiobücher auf Jiddisch. Lass mal sagen, dass wir will Kinderbücher. Okay, es ist da ein ganzes Regime von 80 hunderte Kinderbücher auf Jiddisch. Und es ist da der Machaber, entschuldigt mir, der Titel, das ist rausgegeben in New York im Jahr 1950, so hat 64 seitlich. Das sind Theaterspielen, sehr fein. Lass mich sagen, dass wir will das lernen. Wir können quetscht haben da auf den Linkel. Und wir können das Tag lernen beginnen. Wir können es uploaden als ein PDF und lernen online. Wir können es lernen online, viele an es abzuladen. Wir können es euch kaufen. Wir will kaufen ein gedrucktes Exemplar. Wenn wir quetscht haben da, gäfǐn euch, wie soll zu bestellen, ein gedrucktes Exemplar. Und wir können das rausfüllen. Und danach mit zwei Optionen. Oib voran können wir kaufen ein genutztes Exemplar. Oder oib sie nicht voran ein genutztes Exemplar. Oder oib man will, darf ein Überdruck, können wir kaufen einen Überdruck. Und erwarten sind die Überdruck eine Sache mehr teuer. $54 für ein Mitglied von dem Jiddischen Büchercenter. Ob es für ein genutzter Exemplar kann man es kaufen für $8. Ob man es ein Mitglied, der $14, ob man es nicht ein Mitglied von dem Jiddischen Büchercenter. Das sind die Kinderbücher. Aber lass mal sagen, als man will lernen etwas, was ist nicht ein Kinderbuch. Okay, wie soll man finden? Wir quetscht dann da, lass mal gehen zur digitalen Jiddische Bibliothek. Und da sind online 11.856 Bücher. Okay? Wir können sie alle uploaden als PDF oder bestellen von dem Büchercenter. Lass mich sagen, als man will, gefunden Bücher von Shalom Aleichem. Und lass mich quetscht dann da auf Shalom Aleichem. Und auch da gefunden man Kindererzählungen. Da ist das Messerl, Motel Pesi dem Chasen, die Erzählungen und Monologen. Und so weiter. Wir können euch suchen. Such alle 11.000 Bücher. Und lass mal sagen, dass man will finden etwas wegen einem Detektiv. Alright? Lass mal reinklappen da, Detektiv. Und sehen, was ist da. Der größte Detektiv, das ist eine Besetzung von Sherlock Holmes Buch. Ich habe es gelernt, sehr gut. Der Zeichen von der Detektivroman ist original geschrieben auf Yiddish von Shlomo ben Yisrael. Die meiste geschieht in die 1960er Jahren in Tel Aviv und in Deutschland. Und das ist wie ein jiddischer Sherlock Holmes. Ich hatte es besser wie Sherlock Holmes. Und lass mal sagen, dass man will finden etwas, was ist wegen Nekome, nehmen Nekome.
Okay. Nakoma nehmen Tragödie in 3 Akten. Jiddische Nakoma von der externen Welt. Der Zeichen von Nakoma, Detektivroman. Man sagt, es mit will gefunden Lieder wegen Mamas. Is das sind alle Werk von Avram Reisen. Ich weiß nicht, sie hat geschrieben Lieder wegen Mamas, aber man kann suchen Lieder, Stammlieder. Lieder von Daniel Czerny, Kubaner Lieder. Das ist sehr interessant. Das ist rausgegeben in Havanna von Jahr 1928. Also lass mal sagen, dass man will das lernen. Wir können uploaden ein PDF oder wir können bestellen ein gedruckten Exemplar. Das ist sehr interessant. Und das sind 3 Webseiten, wo man kann kaufen jiddische Bücher. Eichler, shop-eichlers.com für die neue chassidische Bücher. Olnianski.com für neue jiddischistische oder weltliche Bücher. Und yiddishbookcenter.org für die alten Bücher. Sei PDFs, was man kann lernen beginnen, sei gedruckte Exemplare. Hurra! Du weißt schon, wie seid ihr gefunden Bücher auf Yiddish? Website Nummer 1 für die neue chassidische Bücher. shop-eichlers.com. Website Nummer 2 für die neue weltliche Bücher. Olnianski.com. Und Website Nummer 3 für die alten Bücher, sei gedruckte, sei digitalische PDFs, yiddishbookcenter.org. Und lass mich gehen lernen Bücher auf Yiddish. Aber keinem Call, eine Frage für dir. Ist der Video nützlich für dir? Sehr fein. Gib dir Quatsch auf einen Abonnieren-Knöpfel. Du sollst Chas verschollen nicht verfallen, wenn ich lade auf noch nützliche Videos auf Yiddish zu helfen dir nützen dein Yiddish. Und Oiv, du willst gucken ein privaten Video, was ist nicht auf YouTube, von meinem populären Verstaat, 4 Tritt zu nützen Yiddish jeden einen Tag und zuvor in Brooklyn, da gibst du Quatsch auf den Link in der Beschreibung und ich will dir schicken dem Video. Mit warmen Grüßen, ich bin Shuli, sei gesund und nütz dein Yiddish.